Warnung! Die an dem Video beteiligten Personen sind keine Profis und ihre Handlungen sollten nicht als Beispiel dienen. Legen Sie bei Outdoor-Aktivitäten stets Wert auf Sicherheit und verantwortungsvolles Verhalten. Aber nun zurück zur Folge. Für mich ist an diesem Tag ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Uiuiui, jetzt gibt's einen Spot, mein Freund. Actually, no one lives here. Du guckst, so weit das Auge reicht. Siehst du Wasser, Wälder, Steppen. Wohl einer der coolsten Momente in meinem Leben. Willkommen in der Wildnis, das denn. Boah, da steht ein Meterhecht. Boah. Ey, das wird geisteskrank. Jetzt mal ohne Spaß, man labert das immer so. Für mich ist des Lebens gefallen. Aber es ist wirklich ein Privileg, dass wir das machen können. Florian! Fuck! Florian! Wir haben es lange geheim gehalten, was wir heute machen. Wenn ihr euch den Emil anguckt, wie er angezogen ist, dann kann man vielleicht schon drauf kommen, was wir vorhaben. Emil, you are a pilot today, right? Yeah, of course. Hopefully. I hope it's not him. Yeah, I hope so too. But I can try too. You can. I think the insurance company will have some. Yeah, not just the insurance company, me as well. Yeah. Also, wir fliegen wirklich ins absolute Naturreservoir mit Emil zum Angeln auf Barsch, Hecht und Forelle. Ich bin so nervös. Ich auch. Emil, I put a lot of trust in you. My girlfriend will be mad if we don't arrive at the spot. So please, let's fly safe. Yeah, of course. This is my second time, so it's okay. Hört ihr es? Becky, was ist das? Meine Rasierer. Becky hat für den Trip 4 Tage in die Wildnis einen Rasierer mitgenommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Mr. Eide. Tinder funktioniert da draußen nicht, da ist kein Nee, da haben wir Empfang. leider keinen Empfang. Inklusive unserem Gewicht sind das 380 Kilogramm. 400 dürfen wir, 20 haben wir also über. Kriegen wir noch einen Kasten Bier mit rein oder so. Aber bevor es jetzt losgeht, gibt es natürlich, wie bei jedem Flug, eine Sicherheitseinweisung. So Emil, how does it work? We always do a little safety briefing here before the passengers Yeah. go. Never walk behind the helicopter. You see, you have a tail rotor that it bites. It bites more than a pike does, you know. Yeah. It cuts you in pieces more Yeah. than a pike. So, any questions? No, actually not. No? Are you excited? Yeah, really. Very excited. Great. Very excited. Anders als ihr, die sich ja extrem auf diesen Helikopterflug gefreut haben, war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe so leichte Flugangst. You ever had an accident here? No. There's always the first time. Yeah. Der hat nicht besonders dazu beigetragen, dass ich mich wohler gefühlt habe. Seine Jokes immer, weiß ich nicht. Ihr habt zwar alle gelacht, ich habe auch aus Höflichkeit mitgelacht, aber wohlgefühlt habe ich mich auf jeden Fall nicht. Ich habe mich einfach nur gefühlt wie im Actionfilm. Es war irgendwie alles surreal. Dieser nagelneue Helikopter da dann mit diesen seitlichen Ladeflächen. Das war einfach geil. Yeah, it's gonna be fun, guys. Hurry up. Ich bin ready. Oh, ich bin aufgeregt. Uiuiui, jetzt geht's zum Spot, mein Freund. Let's go fishing. Ja, ist das ein Traum. Guck dir das allein an. Oh Mann ey. Das ist echt, also dass wir sowas erleben dürfen, ist wirklich geisteskrank. Wie du sagen würdest, geisterkrank. Geisterkrank, das ist wohl einer der coolsten Momente in meinem Leben. Angeln fahren mit dem Helikopter. Mit mir. Mit dir. Und dem Flo. Und Flo war Unvergesslich. Emil, I wanted to ask, it is, you know, for us it's a crazy experience and we don't see that often in life, so
For you, you have this every day. You still see the beauty of this nature? It's not a sensation for me anymore. You know, it's like an old marriage or a good girlfriend, you know, you still love her, you think she's beautiful, but it's not a sensation, you know, like the first time. I show this to your girlfriend. Yeah. Or your wife. I mean, nobody's living here, right? Actually, no one lives here. Almost like in Berlin. Yeah, I do. You do? Yeah. It's like 8,000 lakes in this area. 8,000? Yes. So it's several lifetimes of fishing you can do here. And most of them holds fish. Du guckst, so weit das Auge reicht. Wirklich. Siehst du Wasser, Wälder, Steppen. Du siehst keinen Menschen. Keine von Menschen gemachten Sachen. Kein Haus, keine Mauern, keine Straßen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Es wackelt mehr, aber es sieht wunderschön aus und ich bin richtig nervös, jetzt den ersten Wurf zu machen. Aber was mich noch nervöser macht, ist die Frage, wo landet er das Ding? Hier sind überall Bäume. Oh, verrückt, ey. Bei der Landung passieren die meisten Unfälle. Nice, guys. Thank you very much. How we do it in the airplane normally. You know, if you fly to Mallorca, Felix does it a lot, then everybody is doing it in the airplane. Let's go, Wikinger. Let's go. Willkommen in der Wildnis, das denn. Es ist auf jeden Fall nass. Das ist komplett nass. Und es wird noch viel nasser die nächsten Tage. Ich sag dir eins, hier waren andere genauso unterwegs wie wir bei der letzten Abendaustour, wenn ich mir so den Boden der Kanus angucke. Oder Kajaks oder was auch immer das ist. Wollen wir sie gleich umdrehen? Nee, wir holen erstmal den Stuff, glaube ich nicht, dass die das tragen müssen. Guck mal, er rennt die ganze Zeit hier. Right. Bye, man. Thank you. Thank you. Right. Emil. Have a good one. Thanks. You too. Emil, thank you. Bye, bye. So, jetzt sind wir auf uns gestellt. Die Jungs verlassen uns. Jungs, jetzt mal ohne Spaß, man labert das immer so, aber es ist wirklich ein Privileg, dass wir das machen können. Junge, es ist also wirklich mit dem Helikopter zum Angelfliegen, das ist so, war nie in Reichweite. Für mich ist an diesem Tag ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich wollte, seit ich denken kann, irgendwann mal mit dem Helikopter zum Angeln fliegen. Und das haben wir an diesem Tag gemacht gemeinsam. Das war unglaublich. Unglaublich, die ganze Wiese ist knöcheltief mit Wasser übersät. Oh fuck, das war beim letzten Mal schon das Problem. Die sind zu niedrig für mich. Oder meine Beine zu lang. Angelzeug, hier. Quatsch, da. Was heißt denn Quatsch? Naja, Essen, Fressalien. Unsere Klamotten. Also wir haben eigentlich nur jeder einen so einen kleinen Backerl mit Angelzeug bei uns im Kanu. Den Rest laden wir bei dir rein. So sieht's aus. Wer hilft mir beim Umtragen? Ja, wir müssen ja selber unser Kanu tragen. Ja. Wie letztes Mal, hä? Nein, Spaß, wir helfen dir natürlich. Na, was? Käffchen? Wasser. So viel Luxus wie Kaffee. Trinke ich zwar nicht, aber so viel Luxus wie Kaffee haben wir hier eh nicht. Brauchen wir nicht. Wir leben von Luft und Liebe. Haust du den Red Bull rein? Scheiße, warmes Bier ist auch eklig. Cheers. Cheers, Buddy. Wir bereiten jetzt noch schnell die GoPros vor und dann beladen wir die Kanus. Dann geht's auch schon los. Fisch, Fisch!
glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ich bin schon vorgelaufen, weil die Jungs wollten noch was vorbereiten, nur ganz kurz einen Wurf machen. Da ist mir direkt ein wunderschöner Barsch eingestiegen. Zweiter Wurf auf dem Crank, 55 mm. Wahnsinn! Das ging so schnell. Wirklich ganz kurz erst geangelt, zweiter Wurf oder so. Und direkt schöner Barsch eingestiegen. Köder, unser 50er Crank. Die sind halt schlank hier in Schweden. Aber, also ich würde sagen, der geht an die 40. Und Becky, Hechte gibt es hier auch. Der hat hier richtig einen abgekriegt. Tschüss, Großer. Dankeschön. Der erste Fisch, der ab Nord und im glasklaren Wasser. Guckt dir das an. Dann ist uns etwas aufgefallen, was den Trip maßgeblich geprägt und beeinflusst hat. In einem der Packsäcke, die wir den Jungs wieder mitgegeben haben, waren nämlich die Rettungssachen drin. Schwimmweste, Seile und so weiter und so fort. Wir standen also da ohne irgendwas. Das ist uns einfach viel zu spät aufgefallen und die Optionen waren jetzt nicht besonders groß. Trip abbrechen, keine Option. Den Heli nochmal anrufen, schwierig mit dem Satellitentelefon und außerdem ein riesen Kostenfaktor. Das heißt, wir sind einfach los und wir haben die Gefahr auch absolut unterschätzt. Wir wussten gar nicht, worauf wir uns einlassen. Wir dachten, wie im letzten Jahr, wir paddeln da durch die Wildnis und gut ist. Ich kann es kaum glauben, aber es geht jetzt wirklich los. Endlich gehen wir hier auf unseren Trip. Wir müssen 50 Kilometer zurücklegen. Also wir müssen ordentlich Strecke machen mit dem Kanu in den nächsten 4 Tagen. Und jetzt die nächste Schwierigkeit ist erstmal eine Stromschnelle, ne? Wir starten hier und müssen bis hier runter. Ja. Und ich denke, wir müssen 4, 5 Stromschnellen überqueren. Es wird nicht einfach, wir haben die Kanus ordentlich vollgeladen. Viel mehr als letztes Jahr. Definitiv. Aber komm, ich will nicht lang rumquatschen, ich will jetzt wirklich angeln. Der erste Barsch ist schon im Kescher gelandet quasi. Ich will auch jetzt meinen ersten Fisch fangen. Genau. Ich bin heiß. Komm, los geht's. Endlich. Wirklich? Jetzt geht's. Bei so einer Aktion sind wir fast mal ins Wasser gefallen. Boah. Boah, ich sitze auf jeden Fall gut. Ich sitze richtig scheiße, weil Echt? Ja, ich bin halt zu groß, meine Beine sind zu lang. Egal. Komm, wir warten noch auf Flover. Flover, komm rein. Boah, wunderschön, oder Becky? Das sieht schon mal richtig cool aus hier. Aber, Ich habe ein bisschen Angst vor der Stromschnelle. ja, ich auch, das klingt doch irgendwie scheiße. First Cast, Becky, komm, Let's go. let's go. Fang ein. Ich gebe mein Bestes, mein Freund. Nee, ich nehme jetzt hier nur 18 Gramm Ace One. Ich rechne jetzt nicht hier mit den größten Hechten. Ja, obwohl Forellenfresser, die werden auch groß. Was reicht? Jetzt ist es Fisch. Ist ein Fisch? Was ist? Das ist eher ein Ast oder irgendwas. Du weißt es nicht? Als ich gerade die Schnur in der Hand hatte, hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Fisch, aber ist jetzt immer noch nichts. Ja, das ist eher ein Ast. Das ist ein Fisch, Digga. Sehe ich doch. Ja, jetzt merke ich es. Ey, Becky, Alter. Keine halbe Stunde. Alter, dicker Hecht. Oh, das ist ein Meterhecht. Seht ihr nicht? Das ist ein Meterhecht. Boah, Wo ist der Kescher? da. Zack, weg. Nein. Wahnsinn. 40er Barsch, Meterhecht. Das war der erste Wurf, glaube ich, den ich gemacht habe vom Kanu aus. Ja, ersten Ich Hänger. hatte erst einen Hänger, hatte die Schnur in der Hand. Am Anfang war es bombenfest. Und dann habe ich noch mal reingeschnippt. Und auf einmal habe ich gemerkt, es bewegt sich. Ich glaube, ich habe den Hänger gelöst und im gleichen Moment muss der Hecht sich den Köder geschnappt haben. Und dann vor dem Boot hat er sich geschüttelt und hat sich losgeschüttelt. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Gleich so ein großer Hecht. Egal, wir angeln weiter. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. So. Maze Runner. Ready. Ready to rock. So. Aber wir fahren erstmal zurück zum Spot. Ei. Oh, oh, fetter Barsch hinterher. Guck mal, Becky. Siehst du ihn? Nee. Ha, da schwimmt er weg. Da ist er noch. Figure 8. Fisch on. Oh, wieder Hecht. Ja? Ja, guter Fisch. Die wollen die kleinen Köder, Alter. Boah, der hat mich komplett nass gemacht. Wexen, komm her, ich hab einen Kescher. Ja, ich glaube, der braucht da noch kurz. Der ist noch ein bisschen zickig.
Sehr geil, Becky. Ach, du hast einen Crank drauf. Ja. Soll ich den echt nicht keschern? Ich habe ein bisschen Angst mit dem. Wenn der erstmal jetzt ausgefüllt ist, hat er echt nicht. Geil. Das war Dummheit. Winkel falsch gehalten, nicht drauf geachtet. Wurde geknackt. Das geht aber nicht gut los, Becky. Mann, sowas Dummes. Aber Becky, läuft alles schief. Bitte nicht verletzen. Ja. Ne? Wunderschöner Fisch. Pass mit deinem Daumen auf. Ködercrank. Schaut euch diesen wunderschönen Fisch an. Der hat bestimmt 80 cm, das denn, oder? Ja, auf jeden Fall. Mega geil. Der erste Fisch für mich auf der Up North Tour hier in Schweden. Gleich ein riesen Missgeschick passiert. Ich habe die Route falsch gehalten. Fehler, Dummheit. Oh, naja, Ja, passiert. aber bei aller Dummheit, Becky, überleg mal, wir angeln effektiv 5 Minuten und haben jetzt einen 40er Barsch und einen gut 80er Hecht. Mega. Mega geil. Der Kollege darf gleich wieder zurück und dann geht's weiter. Weg ist er. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Habe ich echt meine Route hier geschrottet. Aber egal, ich habe zum Glück eine Ersatzroute dabei. Dummheit wird bestraft leider. Hier der Crank in 65 mm in S10. Meine absolute Lieblingsfarbe hinten mit dem orangen Angriffspunkt. Lieben die Hechte und die Barsche. Sehr geil. Ich montiere mir eine neue Route und dann geht's weiter. Hier sieht man schon die erste Schwierigkeit, die Flussmündung. Wir probieren mal von hier den ersten Pool zu beangeln, um vielleicht eine Forelle zu fangen. Sollen wir uns da mal reinfahren? Kurz? Da rechts ist nämlich ein bisschen ruhiger. Oder? Ich glaube, wenn wir quer zu den Steinen gedrückt werden, dann sind wir am Arsch bei der Strömung. Oh, okay, warte, nicht so schnell, nicht so schnell. Ah, wir setzen auf. Ah, first cast, Becky. Komm, Let's go. let's go. Fang ein. Fisch, eine Esche. Grayling, meine zweite Esche in meinem Leben. Oh, Juhu. wo haben Sie das denn? Geil. Yes! Die dritte Fischart binnen 10 Minuten. Angelzeit. Petri, mein Lieber. Ein wunderschöner Fisch. Guckt euch das an. Toll, oder? Hui. Ich habe es jetzt auf dieser Tour schon echt oft gesagt. Guckt euch das an. Guckt euch das Panorama an. Paradies. Fisch. Die nächste Esche? Ja. Geil. Dustin, du hast vor 5 Sekunden eine Esche zurückgesetzt. Die ist schön. Die ist groß und schön. Oh, guckt euch mal die Fahne an. Oh, toller Fisch. Guckt euch das mal an. Wirklich toll. Wisst ihr noch, wie lange ich bei der letzten Tour gebraucht habe, um so einen schönen Fisch zu fangen? Und jetzt 2 in 2 Würfen. Ui! Ah! Jetzt ist nur die Frage, Becky. Was essen Wir wollen Abend? heute Abend was räuchern und vielleicht auch grillen. Ich hatte eigentlich Forellen im Ja, im ich Hinterkopf. auch, aber was sagst du denn, Flora? Macht mal das Forelle. mit Essen. Forelle. Und fangen wir noch eine. Klar. Okay. Na dann, Wir haben 5 Kilometer Fluss jetzt vor uns. 5 Kilometer Fluss. Ja. Boah, ist das geil, Alter. Let's go. Weiter geht's, Jungs. So, nächster Spot. Becky, ich mach Crank und du? Blade Blade Runner? Okay. GoPro. Attacke. Ich glaube, man muss für Esche mehr in Strom sogar, oder? Kannst ja tatsächlich gar nicht sagen, ich bin kein Eschenprofi. Aber ich glaube nach der Tour, ja, Fisch on. Was? Wo? Ah, verloren. Ich habe schon echt überlegt, ob ich einfach mal zum Selektieren einen größeren Crank nehme. Ja, guter Fisch. Boah, Boah, ist die groß. komm her, lass sie reindriften. Nein, nicht ziehen. Ja, Alter. Scheiße. hol mal ein Measure-Tape raus. Alter, ist die groß. Schaut euch diesen riesigen Fisch an.
Krass, oder? Mega schöner Fisch, Becky. Unglaublich. Nicht mal 20 Minuten am Angeln und schon für mich ein Fisch des Lebens gefangen. So eine riesige Esche habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und erst recht nicht selbst gefangen. Krass. Wir hängen ein wenig fest. Also wir sind jetzt schon von unseren 5 Kilometern, die wir pro Tag fahren wollen, sind wir jetzt schon ungefähr 25 Meter gekommen. Ja, also der Helikopter hat uns, ja, ich würde sagen 50 Meter entfernt von hier ausgesetzt. Allzu weit sind wir noch nicht gekommen. Und wir sind ausgesetzt worden um 6 und wir haben jetzt 22 Uhr. Wir hinken im Zeitplan mal wieder ein bisschen hinterher. Aber dann standen wir vor dieser Stromschnelle und wussten eigentlich nicht, wie kommen wir hier runter. Tragen, keine Option eigentlich, weil das hätte so lange gedauert. Also blieb nur fahren. Setz dich rein, ich schieb dich raus, ja? Wenn da ein großer Stein ist, wo ich da drauf hämmer, dann verlegst du mich, ne? Ich habe mich verantwortlich gefühlt. Wir waren zurück im Zeitplan, habe gesagt, wir müssen jetzt weiterkommen. Also uns war einfach nicht klar, wie gefährlich das ganze Unterfangen ist. Ey, das wird geisteskrank. Hast du gut eine Hand? Okay. Schub mich. Los geht's! Okay. Ich hab Angst. Gekippt! Fuck! Fuck! Meinst du, der kommt da raus, ja, ne? Ich glaube, der ist schon wieder im Kanu. Hä? Ich glaube, der ist wieder im Kanu. Was? Der ist schon wieder im Kanu. Okay. Nee, der ist da unten. Hä? Der ist doch nicht im Kanu. Okay. Florian! Fuck. Scheiße. Florian! Flo! Und es kam mir vor wie eine absolute Ewigkeit. Ich hatte echt Sorge, dass da was Ernstes passiert ist. Ich hab's überlebt. Fucking. Ey, ich hab das nicht gut gerät. Alter. Ja. Florian! Ja! Flo! Ja! Oh! 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 Alles gut? Oh. Fuck! So, ich muss über 2. Fuck.
Ja. Jo. Ich hatte tatsächlich richtig Sorge um Flo's Leben. Florian! Ja. Flo! Dustin hat gerufen, ich habe gar nichts mehr wahrgenommen. Ich wusste auch nicht, aus welcher Richtung es kommt. Orientierungslos komplett, aber ich war so voll Adrenalin. Ich bin einfach durchs Wasser und habe versucht, alles zu greifen, was geht. Flo! Geht's dir gut? Oh, fuck me. Oh, okay, keine Angst. Ich hatte Angst um sein Leben. Was ist aber, wenn wir Hilfe rufen müssen? Flo ist gerade mit dem Satellitentelefon gekentert. Wo ist das? Können wir Hilfe rufen? Wie können wir ihm helfen? Das ging alles durch meinen Kopf. Am Anfang, als ich auf diese Stromstelle zugetrieben bin, habe ich gesagt, fuck, was habe ich hier gemacht? Okay, ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber man kommt halt nicht mehr raus aus der Nummer. Du musst durchziehen. Und ich bin dann rein, habe den ersten Hügel genommen, da ging es noch, da kam ein bisschen Wasser rein, den zweiten auf einmal noch mehr Wasser rein und beim dritten Mal kam so viel Wasser rein, dass das Kanu einfach unter mir weggesunken ist. Und auf einmal poppen quasi alle Sachen, die um mich im Kanu rum waren, neben mir auf. Es war wie in einem Rollercoaster, es hat sich alles gedreht und kann mich aber ehrlich gesagt an den unteren Teil kaum noch erinnern. Ich war so voll Adrenalin. Kann ich die Kälte nehmen? Die kann ich mir halten. Das Essen. Mach vorsichtig. Diesen emotionalen Moment der Wiedervereinigung konnte man eigentlich nicht genießen, weil man wusste, je mehr Zeit man sich jetzt lässt, desto weiter treiben unsere ganzen wichtigen Sachen einfach weg. Wir haben dich so lange Zeit nicht gesehen. Fuck, ich bin geschwommen nachher. Ich glaub's dir. Alle hinterher. Wo ist die Main Camera? Ist der Trip vorbei? Das ging mir in dem Moment wirklich durch den Kopf, weil das ganze Equipment war in diesen Kameracases drin. Eigentlich alles, was essentiell war, um dieses Abenteuer zu filmen. Das sieht gut aus, Jungs. Ja, gleich wieder zu. Also eine Kamera haben wir. Wo ist dein Laptop? Ey, der grüne Bag ist da hinten, ne? Du hast dich auch verletzt, ne? Du hast Adrenalin und so, aber deine Arme und so sind kaputt und deine Beine weiß ich nicht, aber Arme auf jeden Fall. Beine auf jeden Fall, weil ich bin die ganze Zeit in die Steine geflogen. Okay. Wir müssen jetzt da runter alles aufsammeln. Wo ist denn dein Kann? Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich ein großer Bag. Da kommt ein Bag. Wartest du hier? Ich hol's Kanu. Während die Jungs direkt wieder in den Fluss gesprungen sind und die ganzen Sachen eingesammelt haben, habe ich erstmal versucht, Flo's Kanu zu bergen. Ich war am Kanu, habe da dran rumgezerrt und alles. Es war zwischen den Steinen geklemmt, aber ich hatte keine Chance. Fuck! Ich kann es nicht umdrehen. Ist zu schwer. No fucking chance. Ich lasse es zurück. Ich hole unser Kanu. Ich habe gerade eben versucht, Flo's Kanu aus der Strömung zu holen. Ich habe es da hinten gefunden, aber keine Chance. Ich habe es über 10 Minuten versucht. Aber die Wassermengen, die Wassermassen sind einfach viel zu stark. Während ich da hochgerannt bin, habe ich mir ganz im Kopf überlegt, wie bringe ich dieses Kanu da runter. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann einfach angefangen und es hat einfach funktioniert. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, ich habe funktioniert und habe das Ding dann Stück für Stück da runtergebracht. Das hat auch bestimmt 1,5 Stunden gedauert, aber schlussendlich habe ich es dann irgendwie sicher runterbekommen. Hat Flo was Schmerzen an den Beinen? Nee, hat er nicht, aber die sehen echt nicht gut aus.
brauche jetzt erstmal irgendwas Süßes zu trinken. Einen Schluck und eine Kippe. Oh. Maschine. Beckinger. Das war eine Nummer. Zu viel. Ja. Ich hatte echt zwischenzeitlich Angst um dich, Flo. Ich hatte zwischenzeitlich echt Angst um Flo. Ich auch. Oh, fuck. Wo ist das Mückenzeug? Weißt du, wo deins ist, oder? Ja, meine Bauchtasche. Hast du auch Krämpfe bekommen? Ich übel Krämpfe. Während Becky Kanus geholt haben, sind wir erstmal 2 Kilometer den Strom hier runter. Und das war unfassbar anstrengend. Also wir sind in diesen Fluss wieder rein, keine Ahnung, 8 Grad, 10 Grad Wassertemperatur. Wir haben Krämpfe bekommen in den Beinen. Ich weiß noch, ich habe gedacht, ich saufe hier nachher ab. Mein Herz ist fast geplatzt irgendwann. Wir waren nur am Schwimmen, nur hinterher. Wir haben schon wieder in der Ferne die nächste Stromstelle gesehen. Und was man nicht vergessen darf, in unserem Zeitplan hat es uns wieder absolut zurückgeworfen. Wir haben 4, 5 Stunden dadurch verloren. Und es war wieder mitten in der Nacht. Wir waren einfach wieder einmal am Ende. Das war eigentlich nicht lustig, das war eine grenzwertige Erfahrung, muss man sagen. Flo hat sich auch echt die Beine verletzt. Und wir hatten alle Panik, dass irgendwas passiert. Jetzt hatten wir Glück, wir haben über Stunden die Sachen zusammengesucht, Kanus gerettet und hatten echt Glück im Unglück. Aber jetzt müssen wir uns erstmal aufwärmen, alles zusammensuchen und gucken, dass wir den Trip hier irgendwie weiterführen können. Aber das Wichtigste, und da hatte ich echt Sorge, ist, dass Flo nichts passiert ist. Wir sind alle hier. Ich halte immer noch die Kamera. Du hältst immer noch die Kamera. Ist komplett abgesoffen. Einige Sachen wie die ganzen Haferflocken und die Sachen, die wir eigentlich trocken mitgenommen haben, sind alle im Arsch. Unser Thermazell. Hoffentlich trocknet es wieder. Der Trip hat so gut begonnen. Und immer noch, wir sind hier in dem krassesten Revier ever. Aber man merkt auch, so schnell kann es gehen. Man muss echt immer aufpassen, vor allem wenn man hier so ganz alleine auf sich gestellt ist. Wir haben Gott sei Dank das Satellitentelefon direkt wiedergefunden. Also wenn wirklich was Schlimmeres passiert wäre, hätten wir Hilfe holen können. So, jetzt glaube ich, machen wir erstmal alles trocken, sortieren alles neu, packen alles neu und dann machen wir einen Plan, wie wir die ganze Nummer hier zu Ende bringen können. Positiv und mit gutem Content für euch. Alter, schaut euch das an, unsere Haferflocken. Ich habe einen Plan. Wir füttern ein bisschen. Wir füttern uns hier einen Futterplatz an, dann kommen die ganzen Weißfische. Alter, guck dir das mal bitte an da. Oh, das ist ein dicker Fisch. Das war ein richtig dicker Fisch. Ich mache erstmal ein Feuer, Jungs, ne, um Sachen zu trocknen. Dann würde ich sagen, fangen wir von hier einen Fisch und essen was. Das Gute ist, dass ein Gasgrill ist und die Gaskartuschen, wenn es nass wird und so weiter, der funktioniert trotzdem. Zeitweise sind hier 30, 40 Sachen auf dem Wasser rumgeschwommen. Ja. Das sah von oben aus wie ein Bällebad. Ist es trocken? Ja, ist sehr trocken. Ist richtig gut. Ja, ihr seht, Feuer brennt schon im Hintergrund. Fragt euch vielleicht, wie das geht, wenn alles nass geworden ist. Tatsächlich auch unser Feuer. Deswegen bin ich sehr happy, dass ich hier vom Böker so ein Messer dabei habe. Wenn man sieht, damit kann man nämlich Feuer machen. Das ist auch nass geworden, es geht trotzdem. Wie ich das mache, zeige ich euch ganz kurz. Ich suche mir so trockenes Gras, Stroh oder manchmal hängen auch so eine Art Haare an so Ästen. Und ja, das lege ich mir dann hin und baue mir quasi eine Pyramide. Das heißt, ich fange ganz klein an, gehe dann ein bisschen größer. Birkenrinde ist extrem gut entzündlich. Und dann
mache ich es jetzt nicht weiter. Aber normalerweise würde ich dann kleinere Äste, größere Äste und dann noch größere Äste aufbauen, damit ich so eine Art Pyramide habe. Wichtig, von klein nach groß. Das entzündet dann am besten. Wie ihr seht, im Hintergrund brennt es schon schön. Dann nehmt ihr euch den Feuerstahl, egal ob der nass geworden ist oder nicht. Ich zeige euch mal was. Passt auf. Wasser. Nass gemacht. Ich war heute genug im Wasser, nicht nochmal reinfallen. So, und trotzdem funktioniert Feuerstahl sehr gut. Vorführeffekt, ihr müsst es halt ein paar Mal machen. Ja, gleich kommt, da kommt schon. Ah, da haben wir es. Ihr seht es und jetzt müsst ihr schnell machen, dass ihr nachlegt, kleine Stückchen und so weiter. Dann brennt es schön hoch. Birkenrinde hilft euch, das größer zu machen. Ästchen noch größer, größere Ästchen noch größer und am Ende habt ihr ein schönes Feuer. So, jetzt kümmere ich mich aber mal ums Feuer im Hintergrund. Lege ein paar Äste nach, suche ein paar dickere, damit wir eine Leine spannen können und die Sachen trocknen können. Und das Krasseste ist, wir haben vorhin alle Sachen eingesammelt, also sind hier durch den Teich, wollte ich schon sagen, durch den Fluss und den See geschwommen. Und was lag da im Wasser? Ein riesen Elchgeweih. Ist das nicht cool? Mega geil. Habe ich trotz aller Strapazen eingesammelt und mitgenommen. Das kommt jetzt vorne aufs Kanu bei uns als Galionsfigur. So, Feuer muss gefüttert werden, sonst geht's aus. Schnell. Da liegt auch was. Das sieht aber feucht aus. Guck mal. Da ist doch ein großes Stück. Ja, es hat aber das. Morsch? Ja, ist so stumpf. Ich meine, bringt was, aber so einen richtigen Brennwert hat das nicht, glaube ich. Warte mal, der ist noch. Vielleicht. Der ist doch hier auch abgebrochen. Okay. Wird nichts. Das kommt doch nicht in die Folge, wie ich mich hier zum Löffel mache. Zum Löffel? Zum Eimer. Brauchst du nicht filmen, Flauber. Das kommt wirklich nicht in die Folge. Dustin hat gerade das Feuer angemacht. Jetzt können wir hier die Sachen Stück für Stück trocknen, damit wir morgen hoffentlich wieder mit einigermaßen trockenen Klamotten in den Tag starten können. Wir können die nicht zu lange drauf lassen, morgen wird es richtig hart regnen. Ne? Ja, Mist ey. Schau mal hier unten, unsere ganzen Schuhe, alle nass. Es war mega eklig und mega Hassel, aber irgendwie auch geil jetzt. Nachdem wir den Schock jetzt überwunden haben und alles mal ein bisschen sortiert haben, zum Trocknen aufgehängt haben, fehlt natürlich noch eine Sache, und zwar unser Abendessen. Und das fangen wir jetzt hoffentlich. Veggie, komm, ich habe Hunger, am liebsten Forelle bitte. Komm. Gib mein Bestes. Bin dabei. Ja, in Adiletten. Ja, meine anderen Schuhe sind leider nass. Den Jordan runtergegangen sind sie. Oh, noch Feuerholz. Das können wir nachher aufsammeln. Kanu, oder? Kanu! Ich bin ja dafür, dass wir ins Kanu gehen. Becky will lieber vom Ufer angeln. Ich glaube aber, wir brauchen ein bisschen andere Spots, müssen ein bisschen weiter rauskommen. Naja, ich sage euch eins, prophezei euch eins, am Ende landen wir auf dem Kanu. Oder Becky? Könnte passieren. Kommst hier rüber? Mit Adiletten alles etwas kompliziert hier. Ich sehe es jetzt schon, ich habe gleich nasse Füße. So, erste Hürde habe ich geschafft, da geht es schon wieder weiter. Da geht es schon wieder ins Wasser. Chaos! Ey, ich habe irgendwo auf der Strecke meinen Blade Runner gelassen. Der hängt jetzt hier irgendwo. Hätte ich nur mal nachgegeben und wäre mit Dustin aufs Kanu gegangen. Das darf ich ihm aber nicht sagen, das wäre zu viel Genugtuung jetzt für ihn. Hier sieht es eigentlich so geil aus. Fisch on. Großer? Guter Fisch. Ja. Hecht oder Forelle? Ich kann es dir noch nicht sagen. Blade Runner? Weg, verloren. Mist. Auf dem Blade Runner. Gerade den ersten Fisch drauf gehabt, war gleich ein richtig guter Fisch.
Was es war, konnte ich leider nicht sehen. Der ist nach 2-3 Sekunden wieder ausgestiegen. Schade, das hätte schon unser Abendessen sein können. Ja, nach dem guten Start heute sind hier die Erwartungen natürlich hoch. Und wenn es mal 5 Minuten nicht beißt, dann wundert man sich schon. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir hätten so aufs Kanu gehen sollen. Aber ich glaube, Vecchi ist heute so ein bisschen, hat genug vom Kanu. Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Boah! Dicker Hecht als Nachläufer. Wie groß? Boah, also wie den ich vorhin gefangen habe. Oh, das ist ein guter Biss, ey. Aber meinst du nicht, hier stehen die Äschen dann auch drauf? Die Fisch! Unser Abendessen. Vecchi, Kescher! Catcher! Oh, wunderschöner Fisch. Agil ist er. Agil. Guckt euch denn mal den schönen Fisch an. Wenn der nicht schön ist. So, und weg mit dir. Gut. Ich hätte gerne eine Bachforelle um 4 Uhr nachts. Na klar, der feine Herr, kein Problem. So, komm, ein wenig weiter, Vecchi. Sapralot, wir müssen heute noch was zu essen fangen. Ja, ich glaube echt, dass wir die Eschen dann essen sollten. Wie kriegt denn da so eine Esche auf den Kopf? Ist auch okay. Hier gibt es Sumpfottern, Vecchi. Mucken. Hier ist eine Muckenplage. Aua, lasst mich in Ruhe. Gehen wir aufs Kanu? Hä? Gehen wir aufs Kanu? Ja, oder? Ja. So, das denn. Jetzt gehen wir doch aufs Kanu. Ist ja nicht so schlimm, ist ja erst 4:30. Genug gebadet heute. Haben wir leider gar nicht auf Kamera, ne? Wie wir im Wasser waren. Na, ich habe euch aus der Ferne vielleicht nur mit der GoPro drauf. Wie wir geschwommen sind. Ja, aber ich weiß es nicht. Ungelogen, wir sind geschwommen. Also Flo war ja noch viel mehr. Von mindestens 1,5 Kilometer. Vecchi? Der Rückweg ist schwerer. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, aber es ist doch wenig drin. So, ich habe mir gerade überlegt, womit ich fische. Und nehme unseren Crank in S10. Warum in S10? Weil Vecchi darauf gleich einen Hecht gefangen hat. Übrigens hier, ich finde die Sortierung hier einfach perfekt. Kann man so schön reinlegen. Fällt nichts durcheinander. Also Plano Edgeboxen, wenn ihr mal was Gutes braucht. Zum Sortieren eurer Köder ist das genau das Richtige. Aber jetzt wird erstmal geangelt. Und zwar auf Esche, Barsch und Hecht. Und Forelle. Aber lieber Forelle als alles andere. Oder Barsch, weil wollen wir natürlich essen. Weißt du was, wir bleiben einfach mal hier stehen. Machen hier mal einen Wurf, oder? Jo. Hier bin ich heute rüber geschwommen. Krass, dass ihr so weit unten wart. Viel weiter noch. Ich bin gespannt, ob wir flussabwärts noch ein paar Ausrüstungsgegenstände von uns finden werden. Ich glaube schon. Was angelst du? Blade Runner. Ey, es ist jetzt schon so warm. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es in 8 Stunden nur noch 12 Grad sein soll. Und Gewitter und Regen. Gewitter und Regen. In Neuss. Aber hier sind keine Hechte. Oh, da ist direkt vor meinen Füßen. Was ist das? Eine Esche wieder. Eine Esche? Nee. Doch. Ja, schade. Direkt vor meinen Füßen ist sie eingestiegen, auf Sicht. Die ist aber ein bisschen klein, ne? Ja, das ist die kleinste bisher. Die nehmen wir nicht mit, oder? Nee. Also, So, die ist wirklich die kleinste des heutigen Tages, glaube ich. Trotzdem wunderschön. Aber die ist zu klein zum Essen. Da ist nichts dran. überleg mal, letztes Jahr wollten wir unbedingt eine fangen. Und heute? Ich habe auf der letzten Tour gar keine gefangen. Ja, ich eine. Und jetzt denkt man sich so, oh, sei mal lieber eine Bachforelle oder ein Barsch. Man will immer das, was man gerade nicht hat. Wirklich, ich würde sagen, ab jetzt, wenn wir übrigens so ein Moped fangen, an Ärger. Pack mal den ein. Toter Tümpel. Schlechtesten Seepart gestrandet, den es gibt.
Ich glaube, da vorne über den dicken Felsen, da wird es wieder gut. Wollen wir irgendwo hin paddeln? Ja, komm. Wohin, aber alter Experte, du. Ich mach mal den Weggänger. Guck mal, da vorne ist ein GoPro halt auf dem Kanu. Ja, den habe ich da hingemacht. Ach du? Mhm. Als ich das Kanu umgetragen habe. Ja, ein wenig schlau gewesen. Oh, da steht ein Meterhecht. Alter. Hast du nicht gesehen? Nee. Ja, du als erstes und das nicht. Wenn der jetzt beißt, das wäre so krass. Fisch! Krass. Welches ist er? Ja. Das ist auch hundertprozentig, ist er das. Alter, das sind halt gerade hier beim Vorbeifahren einen riesen Hecht am Grund stehen sehen. Erster Wurf. Und der Fisch hängt. Wir haben jetzt genau 4:32 Uhr. Boah, das ist ein Meterfisch. Ist der echt so groß? Ja, guck mal. Alter, der zieht wirklich unser Kanu hier rum. Ja. Zum Glück hast du das Stroff Niti drauf. Ja. Niti ist immer Beste. Ist klein, fein. Denkst du, kriegen wir den Kescher rein? Niemals. Glaube ich nicht. Er hat echt, also ich sag, es war zwischen 90 und 1 Meter. Stell dir vor, wir fangen jetzt an. Boah. Das ist ein guter Meter. Hey, kannst du uns ranpaddeln, weil das ist ja echt ein sehr großer Fisch. Wir fahren jetzt ans Ufer. Der Fisch ist zu groß, ne? Das ist zu groß, um den jetzt hier im Kanu zu landen. Locker 1 Meter Fisch. Ich würde sagen, der hat vielleicht sogar 1,10 Meter. Ein traumhafter Fisch. Oh, guck mal, ob ich ihn jetzt hier in die Kino bekomme. Oh, der hat locker 1,10 Meter. Guckt euch dieses Vieh an. Das ist der Forellenfresser hier. Wahnsinnsfisch. Oh, den haken wir schnell ab. Und dann darf er in seine Rücken zurück. So, da ist er. Crank, 65 mm in S10, eine meiner liebsten Farben. Und das Monster hier darf jetzt zurück in sein Element. Sehr happy und unglaublich dankbar auch, dass wir hier sein dürfen und das erleben dürfen. Vor allem nach der Aktion heute bin ich umso glücklicher, dass wir so ein Happy End jetzt haben. Boah, was für ein wunderschöner Fisch. Richtig toll. Ich habe genug geangelt jetzt. Wenn wir eine Sache auf dieser Tour schon gelernt haben, dann wie sehr die Stimmung sich in kürzester Zeit ändern kann. Wir waren wieder am Tiefpunkt und nach diesem Fisch war alles wieder gut. Wir hatten so viel Hoffnung für die nächsten Tage und sind dann tatsächlich auch sehr zufrieden ins Bett gegangen, haben geschlafen wie die Babys. Doch am nächsten Tag, da hat schon die nächste Challenge auf uns gewartet. Heute steht eine Multispecies-Challenge an und ihr müsst folgende Aufgabe meistern. Oh, tough. Ich hab einen. Boah, die war hell. Das ist, glaube ich, eine Bachforelle, das hier. Jetzt kommt gleich die Stromschnelle. Das wird nochmal kräftezehrend. Also das wird geisterkrank. Guck mal. Bis on. Boah, ich habe hier gerade eine Forelle drauf und jetzt ist ein Hecht drauf geschossen. Ach du Scheiße. Richard. Fuck. Richard, rüber, rüber, rüber. Ich glaube, das ist mit das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Oh, ist die Hölle. Nass, ist arschkalt.